Ein Tiefeinsteiger mit einem Bosch Performance Line Motor. Ja, das wahrscheinlich sogar James Bond gefahren hätte. Vielleicht nicht in jungen Jahren, aber in etwas älteren Jahren, denn es ist schwarz, es sieht wunderschön aus und es ist von Scott. Ja, Scott E-Ride Cross 20. Schau mal kurz. Fast. Subcross E-Ride 20 Trekking Fahrrad 2021, kostet 2.799 €. Cool. Und wiegt 24,3 Kilogramm, hat den maximal erhältlichen Akku von 500 Wattstunden von Bosch. Aber da wird uns gleich der Nico ein bisschen was erzählen. Das ist nicht so. Es gibt auch einen 625er, aber man muss ehrlich sagen, A, Tiefeinsteiger, schwerer Boom. B, von Scott, schon zweimal interessant. Und C, 2.799 ist ja wohl eine Kampfansage, also für das Fahrrad. Ja, also wir sind froh, dass Scott in dem Bereich jetzt auch mit Tiefeinsteigern unterwegs ist. Wer es ein bisschen konkreter weiß, weiß ja auch, dass Bergamont mit zu Scott gehört. Es gibt gewisse Zusammenspiele oder Vorteile, die beide Marken miteinander verbinden. Und so muss man auch bei dem Modell sagen, alles, was wir jetzt hier sehen, die neu dimensionierten Rahmen mit integriertem Akku, kennen wir auch aus den Bergamont-Modellen. Ne? Also das ist jetzt kein Geheimnis in dem Sinn, das ist auch kein Nachteil oder Vorteil. Es ist einfach so, die Marke Scott ist ganz klar sportlich ausgelegt, hat einen ganz anderen Kundenkreis auch irgendwo. Bergamont ist ganz klar die urbane Marke. Sie wird auch immer mehr in die Richtung gehen, Trekking, Lastenradlösungen, Faltradlösungen, also wirklich das Urbane, wofür die Marke viel mehr steht. Früher viel mehr Mountainbikes oder auch Rennräder mit dem Portfolio gehabt. Das ist im Gesamten schon ein bisschen reduziert worden. Aber jetzt in dem Fall bei Scott nutzt man natürlich auch die Zusammenarbeit und hat hier ein Cross-Modell gestaltet. Das heißt also ohne Ausstattung, keine Beleuchtung, kein Schutzblech, kein Gepäckträger, aber in dem Sinn dann von den Laufrädern her mit dem Smart CEM eine Bereifung, die wirklich vom Einsatzzweck her Straße, Waldwege, also auch alles möglich macht. Ja, James Bond braucht ja auch kein Licht, der hat ja ein Nachtsichtgerät, aber es wäre nachrüstbar. Du hast mir also erzählt, ihr könnt mit ein bisschen Aufwand, man kann das direkt an die Batterie anschließen, das Licht. Man kann es sogar dann über den Hauptschalter von der Bosch-Steuerung steuern. Genau. Man kann also, zumindest mal das Licht könnte man prima nachrüsten. Ja, das geht in jedem Fall. Also ich kann auch so ein Rad komplett aufrüsten, wie wir das vom Trekkingradbereich kennen. Ich kann ein Schutzblech dran montieren. Ich zeig's mal gerade, hier vorne steht ja eins. Das haben wir übrigens gefilmt, gibt es ein extra Video zu. Das ist nämlich dieses Bergamont. Das hat jetzt Gepäckträger, Schutzblech, Licht, also alles, was das Herz begehrt, kostet 3,8, glaube ich, oder? Nicht dasselbe, also die Evil-Serie unterscheidet sich schon nochmal. In dem Bereich wäre vergleichbar die E-Horizon-Serie, wo wir den ähnlichen Rahmen oder das Unterrohr zumindest mal davon verwenden, sowohl bei Scott als auch bei Bergamont. Und hier war einfach halt auch die Zielsetzung, wir haben irgendwas gebraucht, wo der Akku einfach auch im Unterrohr verschwindet. Und ich finde, von der Formensprache ist das eigentlich sehr gelungen. Wir haben jetzt hier ein Rad, was eine sehr kleine Rahmengröße hat, sprich XS. Auch das ist immer ein großes Thema. Viele Hersteller bieten solche Räder an, aber es fehlt dann an den kleinen Rahmengrößen. Das heißt also auch Personen, die kleiner gewachsen sind, jetzt wirklich auch vielleicht unter 1,60, können so ein Fahrrad ohne Probleme nutzen. Mein Sohn. Zum Beispiel. Ne? Jetzt ohne Witz, durch den Tiefeinstieg ist die Angst auch weg. Das heißt also auch ein Kind jetzt mit 1,55 Meter, wenn der Sattel ganz unten ist, geht er ganz runter eigentlich? Der geht auch ganz runter, aber das wäre dann nicht das, wie man es eigentlich nutzen würde. Der Punkt ist aber viele sagen halt auch, ein Mountainbike ist mir einfach zu sportlich von der Sitzhaltung. Ich will aber nicht so ein biederes Trekkingrad mit Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger. Das sieht ja immer noch sportiv aus und hat aber eine komfortable Sitzposition. Man sieht es ja auch hier wieder ein Vario-Vorbau. Heißt, ich kann den von 0 bis maximal 60 Grad im Neigungswinkel verändern, kann quasi meine Körperposition darüber anpassen und habe dennoch ein sportives Fahrrad, was aber eine sehr komfortable Sitzposition hat. Du sprichst es an, normalerweise das Thema Tiefeinsteiger, ich sag mal, entweder bin ich schwanger und habe ein Kind hinten drauf, damit ich einfach gut durchsteigen kann. So war es zumindest bei mir. Also ich war nicht schwanger, aber das Kind kam, so da kannst du es hinten auf den Gepäckträger machen. Oder du bist einfach alt. Das haben so Tiefeinsteiger, es sei denn Holland, ja, da lachen die Leute natürlich nicht drüber, weil jeder einen Tiefeinsteiger fährt. Aber das hier ist ja das ist ja kein klassischer Tiefeinsteiger mehr. Das ist hier eine ordentliche Federgabel drauf. Es hat eine total scharfe
ich sag mal, ein ganz tolles Design mit dem glänzend und matt. Und ja, ich denke, das würde viele Leute auf den Tiefeinsteiger ziehen, oder? Ja, durchaus. Also in dem Fall muss man sogar sagen, ist das Produkt direkt schon verkauft worden. Der Kunde hatte auch die Wahl oder die Qual der Wahl, Richtung Trekkingrad zu gehen, hat aber für sich einfach gesagt, ich will immer noch was Sportives, aber ich kriege das mit der Sitzhaltung halt einfach nicht hin. Ne? Also ich brauche eigentlich den Komfort, aber im Kopf bin ich eigentlich noch jung. Und das kenne ich. und von daher ist das dann halt auch mit der beste Kompromiss. Und ein Tiefeinstieg ist ja auch kein Damenrad mehr. Es ist wirklich ein Unisex-Modell und bietet viele Möglichkeiten. Wenn ich zum Beispiel Probleme mit der Hüfte habe, von der Hüft-OP, dann habe ich nicht mehr die Möglichkeit, das Bein über den Sattel, und das geht mit einem Tiefeinstieg deutlich besser. Und im Gesamten habe ich immer noch ein sehr, sehr sportives Fahrrad. Ja, es gibt auch viele Leute, die von sich selbst behaupten, sie können nicht gut Fahrrad fahren, dann schon mit so einem gewissen schlechten Gefühl da rangehen und sagen, okay, jetzt muss ich auch gut absteigen können, wenn ich anhalte. Das ist ja hier ein Traum. Viele haben ja fahren gelernt auf Tiefeinsteigern, auch genannt Klapprädern. Also meine Cousine hatte ja so ein Klapprad, die hat nichts anderes gekannt. Das Ding hatte gar keine Mittelstange. Das ist einfach dann die Kopfsache, wo der Kopf sagt, ich brauche diese Sicherheit. Ne? Da kann man sagen, das ist alles gut und schön, aber der Kopf braucht die Sicherheit und mit Absteigen etc. Gerade wenn ich auch ein Fahrer bin, der nicht so versiert ist und mich schwer tue oder ich bin die letzten 10 Jahre gar kein Rad gefahren, dann ist sowas immer das, was den Kopf frei macht und ich immer weiß, okay, wenn ich da mal abspringe, dann passiert auch nichts. Dein Alter? 41. 41, wunderbar. Nimmst mal in die Hand, du bist ja über 40. Ja. Dann darfst du auch mal einen Tiefeinsteiger schieben. Siehst du, ich mache schon Witze über Tiefeinsteiger, habe aber selber welche. Und zeig mal gerade, wie schön man da durchsteigen kann, lieber Nico. Also einfach rein. Einfach rein. So, und das ist die Sitzposition. Genau, also wir haben eine grundlegende aufrechte Sitzposition, für mich vom Rahmen jetzt natürlich zu klein, aber ich habe es ja schon gesagt gehabt, über die Verstellung des Vorbaus kann ich natürlich auch hier in der Position nochmal etwas variieren, einfach über dieses Gelenk hier, und das bringt halt den Vorteil, das ist doch das ein bisschen anpasse. Das ist doch die Holland-Sitzposition, die du hast, oder? Ja, natürlich ist dann schon aufrecht, ne? Hollandrad ist ganz aufrecht. Gerader Rücken. Ja gut, aber auch da könnte man jetzt einen anderen Lenker drauf und wenn ich das wollte, eine ganz große Glocke. Ja, aber der Kunde hier möchte ja immer noch ein bisschen Sportivität haben. Also ein bisschen nach vorne darf er. Shoppermäßig unterwegs sein. Er will das Sportliche und er braucht aber auch in sich das vom Handling gute Fahrrad, wo er halt auch angenehm drauf sitzt, weil es der Rücken nicht hergibt, weil es die Beine nicht hergeben, die Hüfte nicht hergibt, wie auch immer. Ja, großes Thema bei dir, Gesamtsystemgewicht. Du musst schon darauf achten, dass die Fahrräder dich auch aushalten. Spaß beiseite, wie ist das hier? Wir haben hier ein Gesamtsystemgewicht von, ich glaube, 125 oder 130 Kilo. Ja. Wenn man mehr möchte, 160 Kilo stehen hier von Bergamont. Wir wollen es extra mal zeigen, dass man auch mal sieht, das haben wir eben gefilmt, gibt es ein langes Video drüber, das Evil SUV, Trekkingfahrrad 2021, kostet 3.799, natürlich mit einer anderen Ausstattung, anderer Motor und so weiter und so fort, am besten mal angucken. Aber ich sag mal 120 Kilo, das heißt, ich dürfte dann so um die bis zu 80, 90 Kilo wiegen. Also je nachdem, was noch am Fahrrad drauf ist. 96 Kilo dann im Endeffekt, ne? 96 Kilo. Genau. Ist ja schon was. Ich meine aber, es geht sogar bis 130, dann darfst du also 106 auch wiegen. Schreib's rein. Also in den Text kann ich es nochmal reinkopieren, da sieht man das Gesamtsystemgewicht. Dass man das aber sieht, die Fahrräder sind natürlich auf andere Gewichte getestet. Die testen die ja dann nicht mit genau 130 Kilo, sondern die Gewichte, wir waren ja mal selber in einem Werk, jetzt nicht bei Scott, aber bei einem anderen Hersteller, die haben so ganz fürchterliche Einrichtungen, wo die ein Fahrradleben simulieren mit richtigen Kartoffelsäcken hinten drauf. Das ist der absolute Hammer. Also ich sag mal, wenn die schreiben 130, da wird es bei 130 nicht zusammenbrechen. Nein, also man muss immer auch den Einsatzzweck dazu sehen. Ne? Gerade bei einem Mountainbike, wenn ich sage, wir haben ein Systemgewicht von 130 Kilo, dann ist das Mountainbike ja für den groberen Gelauf eingesetzt dann halt auch schon. Wenn ich aber sage, jetzt will ich aber erstmal ein bisschen abspecken, ich fahre jetzt eigentlich nur ebene Strecken, dann wird die Belastung nie so extrem halt auch auf das Fahrrad sein. Nichtsdestotrotz ist ein Systemgewicht immer eine gewisse Vorgabe, aber man muss es immer ein bisschen selber auch abwägen. Ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich 130 Kilo Systemgewicht habe und ich wiege selber schon 130, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist das nicht das passende Rad. Das haben wir ja dann zum Beispiel mit dem Evil SUV. Genau, und das kann man ja dann auch wieder verkaufen, wenn man abgenommen hat. So ist es.
Nee, aber das wirst du nicht verkaufen. das wirst du nicht verkaufen, denn ja, sehr schön. Also da stehen sie, was ganz anderes, was ganz Neues, ein Tiefeinsteiger von Scott mit einem ordentlichen Motor. Sprechen wir mal kurz über den Motor. Da steht jetzt nicht CX drauf. Nein, und auch ich habe mich den Performance-Motor drin, also es muss auch nicht immer CX sein. Viele wissen auch gar nicht, der CX ist natürlich auch etwas lauter. Der Performance ist so gesehen der Motor, der immer noch sehr, sehr viel Leistung hat, aber deutlich leiser ist. No? Also das macht schon einen Unterschied aus und ich finde ihn von der Harmonie zum Bike, was Lautstärke und Leistung angeht, mit den besten Motor im Bosch-Sortiment. kriegt das Fahrzeug gegen Aufpreis mit 625er? Es gibt eine weitere Ausführung, also ein anderes Modell, das 10er dann und dort haben wir auch 625 Wattstunden Akkus. Okay, also teurer geht immer, mit etwas mehr Ausstattung, wenn ich möchte. Und ja, hier steht's, ich filme es gerade nochmal ab. Das Subcross E-Ride 20 Trekkingfahrrad, Modelljahr 2021 mit Bosch Performance Motor. Der macht wie viel Newtonmeter macht der? 65? 65, ja. 65 Newtonmeter, 500 Wattstunden Akku, wiegt 24,3 Kilogramm. Auch das darf der Nico mal locker hochheben. Mach mal bitte. Ist gar kein Problem für den Nico. Das Nutella-Brötchen hat morgen gefrühstückt. Nee, Spaß beiseite. 24 Kilo packt man ins Wohnmobil rein. Das geht noch, oder? Ja. Klar, wir haben natürlich gar keine Ausstattung, keine Beleuchtung, kein Schutzblech, kein Gepäckträger. Das Gewicht ist absolut in Ordnung. Entscheidend ist immer, wie sich so ein Rad halt auch fährt. Und dann haben wir gerade bei den Tiefeinsteigern, du hast es selber gesagt, du hast selber zwei, die sind total gatschelig, nicht präzise vom Lenkverhalten her. Das ist ja nicht der Fall. Das ist wirklich so. Also Berg runter, 50 km/h, dir reißt dir ja runter locker. Ja. Wenn es mal steil runter geht, da kriegst du Angst. Ja. Kriegst du wirklich Angst. Das fängt an zu flattern auf einmal. Da willst du langsamer fahren. Das ist hier anders? Das ist hier ganz anders. Also gerade wenn ich jetzt auch überlege mit dem Evil 160 Kilo Systemgewicht, das heißt, ich kann 133 Kilo wiegen und wenn ich die in der Bewegung habe, das muss schon steif sein. Ne? Und wir müssen immer noch dazu sagen, hier fehlt ja immer noch was, ne? Was das Ganze als Dreieck ja nochmals mehr versteifen würde. Und das ist die Besonderheit einfach. Das haben sie gut gelöst. Ja, wir sprechen schon von einer größeren Dimension. Die braucht es aber auch einfach, um dieses Fahrverhalten so hinzubekommen, damit es präzise ist, damit das Rad auch nach links fährt und nach rechts, wenn ich dort jeweils hin möchte. Ja, Nico Ockenfels, Chef von WeCycle. 2 Niederlassungen hast du im stationären Handel, eine in St. Wendel. Da filmen wir gerade. Ist Scott auch lastig St. Wendel? Kann man das sagen? Nee, das kann man jetzt sagen. Also Scott ist in der Produktauswahl absolut gleich gestaffelt. Es kann natürlich... Ist nur hier jetzt Bergamont. Habt ihr etwas mehr an St. Wendel? Nee, auch nicht. Also der einzige Hauptunterschied liegt wirklich darin, dass wir hier Husqvarna haben und wir haben den Bereich Rennrad, Gravel und Crosser, also Querfeldeinräder noch hier mit dabei. Ansonsten bieten wir das gleiche Portfolio. Wir haben zwar nicht so viel auf der Fläche stehen, aber wir haben meistens auch immer noch viele Räder auf Lager, die wir dann quasi immer noch mit dazu ziehen. Hier können wir sie auf der Fläche schon nochmal anders zeigen, ja. Also was ich mag, ist dein Laden, der ist sehr klein hier oben. Ist das denn okay von der Fläche hier oben? Kommst du klar damit, mit der Gesamtfläche hier oben? Ja, zum Filmen reicht's, ne? Aber wir brauchen schon die Hauptfläche unten. Okay, das sieht so aus. Also du hast einen schönen Laden. Da gibt es uns ein schönes Foto. Das ist übrigens noch leer. Der Laden war aber schon mal ganz leer. Und wer ihn kennt aus Zeiten, wenn er mal vollgepackt ist, dann stehen da fast ungefähr doppelt so viele Fahrräder. Aber der war auch mal komplett leer. Also ich glaube, du hast mir mal ein Foto geschickt, da standen irgendwie 5 Fahrräder im Laden. Ja, es gibt Leute, die haben mich ausgelacht. Den schicke ich so ein Bild auch nicht mehr. Nein. Ich meine, ihr hattet 99 vorgeordert für ein normales Jahr 2020 und dann kam 2020. Ja, okay, ist so. So, du hast einen Versandhandel, man kann es bestellen? Ja, man kann es auch bestellen, geht also ohne Probleme. Du hast ja eben das Schild schon eingeblendet. Wenn man danach sucht, kommt man direkt zum Rad. Bedenken immer, ja, Verfügbarkeit ist im Modelljahr 2021 ganz schwierig. Wir versuchen immer schnellstmöglich Ware zu bekommen, aber die allgemeine Liefersituation der Hersteller ist nicht die wir uns so vorgestellt haben. Die Nachfrage ist exorbitant hoch. Selbst jetzt in den ruhigeren Monaten
November, Dezember haben wir wirklich eine extrem hohe Nachfrage. Und ich sag's jedem nochmal, der sich für nächstes Jahr ein Rad anschaffen will, sollte sich jetzt auch schon informieren, was er gerne haben möchte, in welche Richtung es geht. Weil wenn er das vielleicht nachher im März, April tut, findet er vielleicht leider nicht mehr das Wunschrad, was er gerne hätte, weil aufgrund dessen viele Modelle auch schon ausverkauft sind. Ja, die Webseite heißt wecycle.de. Da steht's. Nico verkauft schon Fahrräder seit über 20 Jahren ungefähr. 25 Jahre. Und ja, danke fürs Einschalten. Und ja, mal schauen, das ist jetzt schon verkauft, aber du kriegst laufend neue rein. Am besten auf die Webseite mal gucken, ob die Verfügbarkeit da ist. Ansonsten schnell ins Netz aussuchen und dann auch ordern und nicht warten bis März. Ich meine, Sie können ja warten. Denken Sie an meine Worte. Wir filmen heute am 9. Dezember. Ich glaube, es wird nicht besser. Das ist keine Verkaufstaktik. Also wenn Sie auch zu verschiedenen Kollegen gehen oder so, die werden nichts anderes erzählen. Die allgemeine Liefersituation ist wirklich schwierig und wir versuchen wirklich alles möglich zu machen, aber wir reden jetzt auch schon von langen Lieferzeiten. Ja, und wenn Sie gar keins mehr kriegen, dann können Sie sich ja immer noch für die PlayStation einen Bike-Simulator kaufen. Und nee, Spaß beiseite. Also wenn Sie Fahrrad fahren möchten, probieren Sie es aus. Wenn Sie noch nie E-Bike gefahren sind, unbedingt mal draufsetzen. Es gibt ja noch genug Leute, die haben noch nie das Vergnügen gehabt, überhaupt mal drauf zu sitzen. Und das sollte man unbedingt auch mal tun. Egal, ob man eins kaufen möchte oder nicht, auch wenn der Nachbar mal eins hat, ja. Am besten mal draufsetzen, mal eine Runde fahren. Das macht Höllenspaß. Alles, was man nicht kennt, braucht man nicht. Aber das sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Also wir haben kein Problem damit, wenn einfach jemand mal sagt, ich möchte einfach mal sowas fahren. Wie ist sowas? Ohne jetzt ein Kaufinteresse zu zeigen. Mieten geht auch mal für ein Wochenende? Mieten geht auch. Wir haben Mountainbikes als Leihrad, wir haben Trekkingräder als Leihrad. Also auch da kann man das ab, sage ich mal, 27 € pro Tag. Pro Tag. Also jetzt ein Wochenende ein Fuffi ungefähr und dann kriegst du ein Fahrrad mal mit und kannst am Montagmorgen abgeben, kann meine lange Tour machen, kannst du ausprobieren. Genau. Und weiß auch. Einfach jetzt mal schon der erste Effekt, den merke ich ja schon auf den ersten Metern. Man wird aus dem Grinsen quasi nicht mehr rauskommen, weil es einfach höllisch viel Spaß macht. Ja. Danke Nico. 9.12.2020 das neue Scott E-Ride. Tschüss. Ciao.